Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Da bin ich wieder. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ja, ich freue mich wahnsinnig, wieder hier zu sein nach dem Urlaub. Und ich dachte, heute gibt es mal wieder ein Perückenvideo für euch. Ihr wisst ja, ich liebe diese Videos und die werden, was meine großen Videos anbetrifft, auch am meisten geschaut. Mehr sogar als meine Vlogs. Also, naja, auf jeden Fall hatte ich schon letztens auf TikTok und meinen Shorts hier auch hochgeladen, dass ich auf der Suche bin nach einer Kurzhaarperücke. Und die ich bestellt hatte, waren ja eher so leider ein Fail. Und deswegen habe ich dann beschlossen, hey komm, mach's doch einfach selber. Bestell dir eine Perücke, schneid sie kurz und färb sie und dies, das, tralala. Und ja, das ist das Endergebnis. Und was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden. Allerdings muss ich sagen, es war ein langer Prozess und diese Perücke hat mich wirklich so ein bisschen Zeit und Nerven gekostet, aber das werdet ihr gleich alles im Video sehen. Ich habe das natürlich für euch mitgefilmt, aber ich bin sehr zufrieden und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal an, wie ich aus einem Wischmopp diesen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, längeren Bob würde ich nicht sagen, aber, oder doch, ja, oder ein bisschen, ja, Marilyn. Ich nenne sie Marilyn. Das ist meine neue Marilyn-Perücke und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Ja, meine Mäuse, ich habe mir eine neue Perücke bei Shein bestellt und diese Perücke hat sage und schweige nur 38 € gekostet. Sie kam halt auch mit diesem Beutel und einer Perückenhaube und ich war sehr erstaunt, wie voll die Perücke auch ist. Aber das Baby braucht auf jeden Fall ein bisschen Arbeit. Und deswegen habe ich beschlossen, erstmal zu färben. Und zwar habe ich diese beiden Farben mir aus der Drogerie besorgt. Mit der Farbe habe ich den Ansatz gefärbt und mit der Farbe habe ich die Haare abmattiert. Außerdem hatte ich noch diese Tresse im Schrank und habe mich entschlossen, die auch noch einzunehmen, um den Haaren noch ein bisschen mehr Fülle zu geben. Ne? Voller geht immer. Dann habe ich die Haare gewaschen, habe alles abgeteilt und habe dann angefangen, erstmal den Ansatz zu färben. Ich glaube, ich habe die Methode euch ja schon öfters gezeigt. Ich pinsel immer so ein bisschen ein und mache das auf nassen Haaren. Ich finde, dann funktioniert das irgendwie leichter und der Verlauf ist auch weicher. Und dann lege ich halt immer diese Stücke Alufolie dazwischen, damit einfach nichts auf die Längen kommt. Und das hat mich ungefähr so 45 Minuten habe ich dafür gebraucht. Und hier sieht man nochmal, wie ich es gemütlich einpinsel. Und ja, ich habe danach dann auch schon mal die eine Seite ausgespült und dann die andere Seite noch weiter einwirken lassen, damit die Haare nicht zu strapaziert werden. Aber ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Outcome. Und danach habe ich dann zum allerersten Mal so ein Färbebad ausprobiert. Das hatte ich nämlich bisher auch noch nicht gemacht. Ja, und das ist die Haarfarbe, die habe ich dann in dieser Plastikschüssel angemischt und habe dann einfach warmes Wasser drauf gegeben. Ich habe das zum ersten Mal probiert und das hat so gut funktioniert und hat mir so viel Arbeit abgenommen. Ich habe die Perücke dann einfach 10 Minuten drin einwirken lassen. Ich hätte es vielleicht sogar noch länger drin lassen können, aber ich war ein bisschen unsicher. Aber das hat vollkommen ausgereicht. Die Haare waren danach schön abmattiert und es war mir ein Platinblond und nicht mehr so dieses gelbe Blond, denn das fand ich leider überhaupt nicht so schön. Und ja, nach der Einwirkzeit habe ich die Haare dann Luft trocknen lassen und habe dann angefangen, erstmal hinten, habe die Tresse eingenäht, genau das habe ich gemacht. Ich habe außerdem die Kämme in der Perücke entfernt und habe auch nochmal das Stretchband umgenäht, weil das war irgendwie verdreht eingenäht. Und dann dachte ich hier, komm, jetzt schneiden wir die Haare, machen daraus einen kleinen Bob. Und das hat so semi-gut funktioniert. Ich hätte es beinahe versemmelt. Ich habe mir dann noch so ein Tutorial auf YouTube rausgesucht und dachte, ich mache das ganz toll nach diesem Tutorial und hatte dann plötzlich so eine Kante im Haar. Aber ich konnte es dann noch retten. Ich habe dann die Haare, wie schon gesagt, erst mit diesem Rasierschere, sage ich mal, versucht durchzustufen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich es einfach mit der Schere gemacht. Und hier sieht man nochmal dieses Tutorial, was ich da versucht habe anzuwenden. Kann ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich habe es dann selber mit der Schere nochmal gut durchgestuft, auch gekürzt und habe es dann noch retten können. Und danach habe ich aber festgestellt, dass man irgendwie also von unten die Perückenhaube sehen konnte. Und deswegen habe ich dann auch noch
in die Köpfe rein, das seht ihr jetzt, noch 2 Tressen genäht. Außerdem habe ich mir auch hinten wieder so ein Stück Stoff eingenäht, weil ich das hinten sehr kratzig fand. Und dadurch sieht man jetzt nicht mehr die Perückenhaube, wenn man so von der Seite oder von unten guckt. Habe ich auch noch nie gemacht, aber hat sehr gut funktioniert. Ich habe es natürlich dann noch gekürzt. Und ja, was soll ich sagen? Das ist dann das Endergebnis und ich bin sehr zufrieden. Ja, und das ist dann das Endergebnis. Und wie ihr sehen konntet, habe ich teilweise wirklich sehr gestruggelt, aber ich bin mit dem Endergebnis mehr als zufrieden. Und wenn ich überlege, dass ich die Perücke noch nicht mal geklebt habe, also kein Haarspray oder so, bin ich echt begeistert, wie gut das geworden ist. Und wie gut hat bitte dieses, ich nenne es jetzt mal Färbebad, funktioniert. Das war so toll und so easy. Es hat mir so viel Zeit weggenommen. Leider glaube ich nicht, dass es mit dunklen Haarfarben funktioniert, weil dann natürlich auch die Knötchen das einfärben würde. Aber bei helleren Haarfarben, top, 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 top. Ich zeige euch das jetzt nochmal von der Seite. Es ist leider so, dass es halt draußen sehr dunkel geworden ist. Ich glaube, es wird gleich regnen. Und deswegen muss ich jetzt mit Kunstlicht filmen. Dadurch sieht es, glaube ich, so ein bisschen silbriger noch aus. Aber ja, ich finde, es ist so schön geworden. Das ist einfach jetzt meine Marilyn-Perücke. Und vor allem habe ich aber festgestellt, dass ich glaube, noch kürzer, es wird dann halt immer schwieriger zu verstecken, dass es halt eine Perücke ist. Ich musste hier unten auch diese Tressen hier noch so von innen einnähen, damit ich hier diese Seiten so ein bisschen kaschieren kann, weil wenn ich nämlich so die Haare so zur Seite gemacht habe und so, dann hat man hier die Perückenhaube gesehen. Jetzt sieht man es dadurch nicht mehr. Aber wenn die Haare jetzt noch kürzer wären, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Vielleicht werde ich es hier vorne noch ein bisschen kürzer schneiden oder hier vielleicht dann auch ein Pony oder ja, mal schauen. Aber erstmal lasse ich es jetzt so, weil ja, so ein Marilyn-Haarschnitt fehlt in meiner Sammlung aktuell. Und ihr wisst ja, dass ich gerne immer wieder mal mich auch so ein bisschen Marilyn-mäßig zurecht mache oder Marlene Dietrich. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich die Perücke jetzt wieder in meiner Sammlung habe. Und ich bin wirklich mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Die Haare sind auch noch immer noch schön weich und soft. Und ja, ich habe die Perücke von meinem eigenen Geld gekauft. Also hier ist nichts gesponsert. I love it. Das ist wirklich schön. Ich gefalle mir auch sehr in der Kamera. Ich habe auch gerade so Kontaktlinsen. Mal seit Ewigkeiten habe ich mal wieder Kontaktlinsen drin, graue. Aber mit meinen braunen Augen werden die irgendwie so ein bisschen blau, habe ich das Gefühl. Naja, auf jeden Fall, ja, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Look an mir findet. Und ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn es mich sehr viel Zeit und Nerven gekostet hat und mich fast gefühlt 24 Stunden mit diesen Haaren beschäftigt bin. Aber es hat sich gelohnt und ja, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Schreibt mir einen Kommentar, ein Emoji reicht auch schon und folgt mir natürlich gerne auf meinem anderen Social Media. Miss Jasmina auf Instagram, Miss Jasmina auf TikTok und ungefiltert mein Podcast auf Spotify, wo ich schon seit Wochen keine Folge wieder hochgeladen habe. Aber hey, folgt mir gerne da. Folgt mir gerne da. Ich freue mich auf jeden Fall. Und in diesem Sinne, ja, sehen wir uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann.